Ja, die Adoptivtochter, ne? War das Adoptivtochter? Ich glaube, ja. Ja, adoptiv. Definitiv adoptiv. It's locked. Wir könnten auch sie killen. What good fortune brings you back to me, Jonathan? What is it, my dear? I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst, actually. Please, speak up. Edgar is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? He was mortally wounded. I put an end to his misery. That is terrible, Jonathan. And yet you did what you must. The poor man. Edgar Swansea was responsible for the Skull epidemic, Elizabeth. It was he who unleashed the deadly scourge upon London. What? Are you certain? This is the most terrible accusation of all. He confessed everything to me. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe. All those poor victims. How could he do it? What happened? Edgar gave no heed to ethics. His theory could have been proven to be correct, but he abused the confidence of his patients to test it. I must say I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it? And the poor patient. Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes. That explains how Doris Fletcher was infected, and how she became an Icor. She secretly visited her mother at Pembroke. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but do you know what a healthy carrier is? There is a tone in your voice that frightens me, Jonathan. What are you trying to say? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What? No. No. This can't be. Oh. Elizabeth, are you all right? No, I have to go. What do you mean? Leave me alone. Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood Stay cause away this? from me. Please. I swear I never was your Wait! enemy. No! Elizabeth! Aber wir waren doch auch nie ihr Feind. Ich verstehe das nicht. Warum rastet die denn nicht so aus? Wir haben doch nie was getan. Wir wollten ihr auch nichts Böses. Die Tragödie der Blutnacht. Nur wenige von uns verblieben nach dem Schock der großen Jagd. Ich war einer von ihnen. Ich erinnere mich, wie die plötzliche feindliche Attacke uns alle überraschte. In diesen wenigen Nächten wurde viel Blut vergossen. Manche der Überlebenden gingen ins Exil. Ich mache ihnen keine Vorwürfe, doch ich bedauere ihren Mangel an Standhaftigkeit. Wir brauchen Mut, um die Interesse des Weltreiches zu beschützen. Wir brauchen Mut, um unsere Werte zu verteidigen. Erinnern wir uns alle an William Marshall, der niemals in die Knie ging. Mein geliebter Schöpfer mag schon lange von uns gegangen sein, aber sein Vermächtnis lebt weiter unter uns. Wir haben einige Tropfen seines heiligen Blutes aufbewahrt, um uns daran zu erinnern, wer wir sind und was wir anstreben. Ehre, Reinheit und Volltrefflichkeit. Als sein Abkomme und sein Freund hatte ich die Ehre, häufig mit dem Ritter zu sprechen. Er erzählte mir von den Tränen der Engel, diesem heiligen Trunk, den er unersättlichen Hunger stillen sollte, den wir alle spüren. Nie beendete er seine Suche nach dem Artefakt,
obwohl er nicht einmal wusste, ob es überhaupt existiere. Ich bewunderte seine Beharrlichkeit. Mit dieser Beharrlichkeit, diesem unverrückbaren Glauben an etwas Größeres, werden wir alle noch kommenden großen Jagd überleben. Ist das so komisch zu lesen oder fehlende Buchstaben? Bin ich zu doof zum Lesen? Ascalon wird nie untergehen, denn er ist ein Inbild aus die Gesetze von Ascalon von Lord Redgrave Gründer. Das Verbrechen des verlorenen Wissens. Vampire sind gefährlich, tödlich, manchmal bösartig, das ist eine Tatsache und ich werde sie nicht abstreiten. Doch dies ist genau der Grund, weshalb wir begreifen müssen, was sie sind und manchmal wer sie sind, um so ein besseres gegenseitiges Verständnis zu erlangen. Erinnern Sie sich an das Gespräch mit Titus Flavius Josephus, das von einem der unsrigen 1548 geführt wurde, als er schlussendlich die Kreatur in Spanien traf? Erinnern Sie sich, wie sie vorsichtig gewählten Worte eines Vampirs unsere Herzen stets erwärmten, wenn wir sie lasen? Denn sie sind besondere Fenster zu einer Vergangenheit, von der wir sonst nur flüchtige Blicke erhaschen. Titus Flavius Josephus gibt es nicht mehr, seit ihn die Jäger des Vatikans vor wenigen Wochen vernichtet haben. Mit ihm verschwanden auch die freigelegten Schätze seines Wissens über die Säulen unserer Zivilisation. Dies ist ein Verbrechen, so herzzerreißend wie der Mord eines Unschuldigen durch einen Vampir. Darum ist der Weg, den die Wachen von Priven eingeschlagen hat, so verwerflich, wie er wertlos ist. Denn wenn sie eine ihrer methodischen Jagden auf die alten Vampire Englands veranstalten, anstatt sich ihnen vorsichtig und respektvoll anzunähern, zerstören sie einen Teil unserer gemeinsamen Wurzeln mit den Unsterblichen. Sie ersticken eine Gelegenheit im Keim. Die Idee einer großen Jagd ist ein Verbrechen, weil sie blindlings Worte und Gedanken tötet. Aus dem Brunnen des Wissens trinken, von Asher Talltree. Primas von St. Paulus. Die große Jagd. Heil unsere gefallenen Kameraden. Heil unseren gefallenen Kameraden. Heil ihrer Tapferkeit, denn wir haben obsiegt. Die Wache hat triumphiert, meine Brüder. Wir haben sie ausgemerzt. Die Feinde der Menschheit, versteckt in den dunklen Tunneln unter unserer neuzeitlichen Städten. Wir haben ihre Nester und Höhlen gefunden und ausgeräuchert. Wir haben die Fackeln der Schlacht in die finstersten Löcher getragen. Nie zuvor wurde ein solch gewaltiger Krieg der Sterblichen gegen die Unsterblichen geführt. Erinnert euch an unseren Sieg, meine Brüder, denn er bestätigt und besiegelt unser Vorgehen. Niemals schlafen, niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Ja, meine Brüder, unsere Methoden funktionieren und dank ihnen ist England heute Nacht sicherer. Dank sei denen von uns, die von unseren Feinden gebissen und getötet wurden, und denen von uns, die wir bangen Herzens selbst töten mussten, als sie sich gegen uns wendeten. Zittert nicht, meine Brüder, zweifelt nicht, heute Nacht weine ich um unsere gefallenen Kameraden. Ich weine, denn ich bin ein alter Mann, der in seinen letzten Jahren auf dieser Erde sehen konnte, wie sich endlich sein Lebenswerk erfüllt. Die Wachen von Priven sind nur ein halbes Jahrhundert alt und doch haben wir schon viel mehr erreicht als die Verräter von St. Paulus in einem halben Jahrtausend. Dies war unsere erste große Jagd. Lasst wie die Blutsauger, die unseren Zorn entkommen sind, wissen, dass wir nicht aufhören werden. Aus Widersacher von Candlestone, Gründer von der Wachen von Priven. Ja. Oh, jetzt darf ich da Rambazamba machen bei dem alten Redgrave. Oha, oha, oha. Finsbury Gate.
Now would be a good time to blend the recipe Marshall used when he fought the disaster. I think I know where to find what I need. I'll kill you! Oi! Yummy, yummy, yummy. It's so funny. König Artus Blut. Bis jetzt? West End. West End Girls. Dawson and Dawson. So much pain to me. Why don't I want to leave? Whose blood could be purer than that of William Marshall? Lord Redgrave will have to spare me a drop. Women die too in this war. Sir, you are not welcome. Okay. Good evening, old chap. Are you all right? I won't lie to you, Johnny. I'm not a well man. These are the documents you wanted me to look for. I think I've gathered all the available occult research about vampires. Oh, thank you, Johnny. Huh, that'll help me separate the myths Hat man from doch the alles. facts. I'm not sure you can consider this material factual, but it's yours now. What do you intend to do with it? First, I'm going to show them to Venus. It'll open her eyes and make her understand the importance of my mission. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Tabak. Dann gehen wir halt so rein. Ich glaube, es wird ein harter Kampf. I'm Was ist hier still passiert? persona non grata in the Ascalon Club. If I want to speak with Lord Redgrave, I'll have to improvise. Uiuiui. Uiuiui.
Ja, der war stark. Der war ein bisschen stark. Alter Schwede, die haben sich ja richtig schmecken lassen hier. Sah das vorher auch schon so aus? Nee. Das sah doch vorher nicht so aus. Na, wo ist Lady Redgrave? Konnte ich nicht hier durch? Hm. Hier waren die ursprünglich andere Seite. Die haben noch einen Keller, ne? Jetzt sich bestimmt da irgendwo auf. Er ist bestimmt irgendwo im Keller. Ab in den Keller. Erstmal eine Runde lachen. Ja. Rattenblut ist nicht so wirksam. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Oh, nee, das ist, falsch. Er ist ja bestimmt trotzdem irgendwo da drin. Das wäre der Keller. Der Keller auf der anderen Seite vielleicht. Also. Mensch, Herr Rotgrab. Wie geht's Ihnen? Good evening, Lord Redgrave. What are you doing here, traitor? I shall smite you for this audacity. I'm not here to bicker, Lord Redgrave. I can put an end to this epidemic, but I need your assistance to do so. Good. We've held out thus far, but the time has come to put an end to this crisis. Tell me, what do you need? The blood of William Marshall. The blood of William Marshall? Of my maker? Are you mad? This blood is the purest of all. My maker proffered it to me on the battlefield. I cannot hand it to you. This is more important than the club, you or me. This is London's last hope. I see. Well, in that case, given the gravity of the situation, I suppose I can spare you a drop. Thank you, my lord. If you manage to save this city, you'll prove yourself a veritable servant of the crown. So Godspeed, Dr. Reed. Our fate lies wholly in Es war ja your leicht, ihn hands. zu überzeugen, ne? Okay, das erste haben wir. Er beschaffe dir von Geoffrey McCollin einen Tropfen von König Arthurs Blut. Suche in der alten Leichenhalle des Pembroke Hospital nach Insulin. Okay. Insulin. Die alte Leichenhalle. Ist das nicht bei dem indischen Kollegen? Oder irre ich mich? Ah, nee, die Leichenhalle war ja woanders, da wo wir schon mal drin waren, ne? It's always been your house, Dad. Not mine. Okay, da ist was und da ist was. Ich würde sagen, wir gehen zum Krankenhaus erstmal. Das heißt hier rum, Only the first. dann immer geradeaus. Ah ne, warte mal, wir haben doch hier doch irgendwo diesen anderen Kollegen, ne? Aber der ist hier oben, glaube ich. Na komm, das machen wir. Das machen wir auf jeden Fall. Wir haben ja noch was wir abgeben können. Das machen wir trotzdem. Hier, nämlich das hier. In Emilys Haus. Die Büchse der Pandora. Genau. Ja, da müssen wir in die Richtung. Men and women
Und das machen wir auch. Nobody takes him seriously. Best run him off closer. Go on, back to the shadow. Look lively. Bloody leech. Greif ihn nicht so feige von hinten an, du Hund. Feiger Priesterhund. Stupid newborn. Kollege, es wird nicht komisch. So, genau. Und dann ist das doch hier irgendwo, ich glaube hier runter war das, ne? Nee. Oh Mensch, wo war denn das? Muss ich doch da durch? Ja. Also ich würde zumindest sagen, ja. Und dann irgendwo runter, ne? Oder hoch? Nee, das war hier irgendwo. Um das Krankenhaus herum, beziehungsweise um die Kirche herum. So. Da. Again, what are the cards trying to tell us? Mein Freund, ich habe Good gefunden, was du evening, suchst. Jonathan Reed. Can I help you in any way? Ja, ich habe da was für dich. I found your notebook. The one the guard of Prewan stole from you. And you brought it back to me. That's excellent news, Jonathan. Were you able to keep yourself from reading it? Nope. No. The oldest temptation of all. If Pandora herself did not pass the test, I suppose I should not blame you for your curiosity. So you're not angry with me? Why should I be? To live is to make choices, Jonathan. And you made yours. Now give it to me, please. Tell me the truth, Usher. Are you a vampire? By the stole, you really thought you could force Usher Talltree to yield to your little mind tricks like an oblivious mortal? Why can't I force you to answer me then? I'm the primate of St. Paul's Stole. It comes with certain advantages, like accessing the greatest library in the country and avoiding answering certain questions. Okay. So, are you or are you not a vampire? As a brilliant man once said, to be unambiguous can only be to one's own detriment. Okay. Goodbye, sir. Was er denkt, aber Until we über meet again. I rarely Bautzen wonder, interessiert mich nicht. yet it amuses me to converse with your kind. Cards never lie, but they are never easy to read. Okay, dann haben wir nämlich noch eine einzige Mission. Oder zumindest von hier. Hier ist noch eine Schrift und hier haben wir noch Natriumchlorid und so ein Zeug. Aber Emilys Haus müssen wir noch finden. Und das Haus ist da unten irgendwo.
Gut ist, wir sollten ja jetzt niemanden über den Weg laufen, ne? Bin ich der Meinung. Wir haben ja alles soweit, ja, sagen wir mal weggemacht. Eigentlich sollten die Gegner ja so weit weg sein. Quarantäne. Ah, okay, wir sind auch noch gar nicht da. Wir müssen noch weiter. Support the equality between men and women. We should leave the city. Okay. Das ist ja der Ort, wo wir nicht rein können. You're still up. Can't you just knock at people's doors during the day? I'm sure you can spare me a few minutes. For old time's sake. Of course you may. Stimmt, das konnten wir beim letzten Mal noch nicht. Stimmt. Always welcome here. Venus. Hour of night? Die Tochter der Ashbury, die Adoptivtochter, schrieb ja in ihrem Brief über sie. Wir rauben natürlich erstmal aus. Mal schön alles mitnehmen hier. Zumindest hier unten. Zumindest hier unten. I fear the worst. So, Venus. It's Your a pleasure to flyer. see you again, Venus. So you returned from the war in one piece too. Thank God. My Clarence is back home too. How is the old rascal? Probably outside, chasing ghosts and chimeras. Clarence has changed a lot since he returned from the war, you know. No. How have you been since the last time we met? How long has it been? 3 years now? I've done my duty, like all British women. You have no idea what it was like to wait for months without knowing if I'd still be a wife or a widow. I understand. Luckily, this part of town has been saved from the worst of the bombings, from what I've seen. Yes, and it's also true about the epidemic. The flu has killed here too, of course, but not on such a large scale as in other parts of town. Okay. Venus, why do you worry so much about your family's reputation? Everyone laughs at Clarence now. And they avoid me because they believe I share his insane opinions. I'm a leper in my own community. Have you noticed anything peculiar about the neighborhood recently? You mean except for your return to town? No. Oh, and again, Jonathan, please accept my condolences for your sister. Thank you, Venus. It was so sudden, and I've been so busy, I haven't spoken to anyone about it. I wish I could have assisted at the funeral, but, you know, it's been so quick. And what with the epidemic in the streets? There's no need to apologize, my dear. It's normal, considering the circumstances. No, it's not. I am sure that Clarence has not even thought to present you his condolences. He is too busy with his penny dreadful stories. Oh, sie ist gemein zu ihrem Mann. Why is my return so surprising? It's more an unexpected happy end than a surprise. You and Clarence,
back from the war. You have no idea how hard it's been for me. Und wieso? Wie kommt sie da drauf? Have you any recent news of Aloysius Dawson? The old goat gave all his money to the poor. I wish he'd thought about sending some to his closest neighbors. Oh, echt jetzt? immer nur das Geld. Did Clarence recently show you documents that prove the existence of vampires? Yes, he did. And he also told me you spent a few nights gathering research for him. Seriously, Jonathan. Why feed his obsession like that? Oh Mann, He's sollte my uns da nicht friend. mit reinziehen. I thought it might help him rest, instead of going outside at night. Tell me, what are your thoughts about vampires? Gibberish and poppycock. Dracula was a good book, but these documents were just mumbo-jumbo. I burnt them all as soon as Hokus Pokus ist Clarence Mumbo went outside Jumbo. again. Ist nicht Hokus Pokus, sondern Mumbo Jumbo. Okay, persönlich über Clarence Vampir-Obsession. Tell me about Clarence's obsession with vampires. It drives me so crazy it makes my stomach hurt. I was so relieved to have him back. But I quickly realized he'd lost his mind in France. I understand Oh, your das ist- irritation, Venus. But you have to accept the trauma Clarence endured on the battlefield. The question is simple, Jonathan. Is my husband mad? Yes or no? Do vampires exist? Or is Clarence a lunatic? So you don't believe Clarence? If poor Mary, bless her soul, had tried to convince you of the existence of bloody vampires, would you have believed her? Seriously? The important question is, what do you really think of your husband? I'm tough, Jonathan. He should have told me the horrors he witnessed, however appalling it was, instead of inventing a fantasy about blood-drinking monsters. Oh. Hm. Nicht so geil, ne? Wie sie so redet. Goodbye for now. Hm.